testen wir den Alfa Romeo Giulia Veloce. Ein sehr gutes Auto mit einem grossen Makel. Ja, das Auto ist eigentlich das, was ich vor ein paar Jahren als Sakrileg bezeichnet hätte. Ein Alfa Romeo mit Dieselmotor und Automatik. Geht ja gar nicht. Die Zeiten haben sich aber schon ein bisschen geändert. Der Dieselmotor in dem Auto hat 210 PS. Er zieht sehr gut, reagiert extrem schnell auf Gas und macht auch durchaus Spass zum Fahren. Sicher, er tönt immer noch wie ein Diesel, also da kann man nichts machen. Und ein Benziner wäre auch lässiger zum Fahren, sind wir ehrlich. Aber das ist schon mal nicht so ein schlechter Motor. Kommen wir zu der Automatik. Das Auto hat eine ZF 8-Gang-Automatik und ich muss sagen, die ist super. Ich kann eigentlich nichts an dieser Automatik aussetzen. Wenn man im Automatikmodus fährt, dann schaltet sie weich, schaltet immer den, wie man es eigentlich möchte. Sie ist sehr, sehr gut. Wenn man mit den Pedals schaltet, Schaltvorgänge passieren unmittelbar, es gibt keine Wartezeiten. Ist auch mindestens genauso gut wie ein Doppelkupplungsgetriebe. Sicher, ein sportliches Auto von Hand schalten, das ist schon eine spezielle haptische Freude. Aber ganz ehrlich, die Automatik die schaltet so gut und so schnell. Ich bin überzeugt, sie ist schneller, als ich von Hand schalten könnte. Und darüber hinaus ist es einfach komfortabel und ich glaube wahrscheinlich sogar ein bisschen effizienter als eine Handschaltung. Von dem her habe ich absolut nichts daran auszusetzen und ich kann es auch jedem wärmstens empfehlen. Die Lenkung ist extrem präzise, direkt und man hat auch super gutes Feedback. Also man weiss jederzeit, was die Vorderräder am Machen sind. Es ist eine richtige Freude, mit dem Auto zu fahren. Sehr gut ist auch das Fahrwerk von dem Auto. Das Auto hat jetzt adaptive Fahrwerk und das ist sportlich und trotzdem komfortabel. Selbst wenn man es im härteren Modus hat, es gibt einen weicheren und einen härteren Modus, ist das Auto immer noch völlig komfortabel genug. Also von Brett mit Rädern hat man da überhaupt kein Problem. Das Auto ist komfortabel und sportlich gleichzeitig. Das Handling von dem Auto ist wirklich super. Es macht eine riesige Freude, das Auto zu fahren. Im Grenzbereich habe ich jetzt festgestellt, dass das Auto ein bisschen untersteuern. Das kann aber einerseits an den Winterrädern liegen und andererseits ganz einfach an den Strassenverhältnissen, die momentan nicht ganz super schön sind, weil es ist halt schon Herbst und kalt und rutschig und ja. Aber auch dann, das Auto ist auch immer einfach zu kontrollieren. Es hat einen permanenten Allradantrieb, das ist beim Veloce serienmäßig und es verhält sich normalerweise wie ein Hecktriebler. Aber wenn die Hinterräder ein bisschen Grip verlieren, dann wird bis zu 60% von der Antriebskraft an die Vorderräder geleitet. Also man kann bei jedem Wetter sicher mit dem Auto fahren. Es gibt einem immer ein gutes Gefühl. Im Vergleich zur Konkurrenten ist Giulia nicht so gut ausgestattet im Sinne von Features und Gadgets. Das Auto kann nicht selber lenken. Was aber andererseits in einem Alpha auch nicht unbedingt etwas ist, was man will. Weil ein Alpha ist auch immer noch ein Auto zum selber fahren, zum Spass zu haben. Und dort ist das eigentlich so ein kleines Manko. Wenn man dafür so eine gute Lenkung hat, mit so einem guten Lenkgefühl. Was bei dem Auto aber relativ gut ist, der adaptive Tempomat. Im Vergleich zu anderen Autos ist der Tempomat in dem Auto, wenn er selber bremst, wenn er verlangsamt, er macht es relativ früh oder beziehungsweise kündigt es an, dass er macht und leicht schon Tempo rausnehmen, sodass man, wenn man eigentlich auf ein stehendes Auto auffährt oder auf einen, der vor einem bremst, dass man nicht Angst hat, so, oh, das Auto bremst nicht, ich muss selber eingreifen. Sondern quasi, man hat das gute Gefühl, das Auto hat den anderen erkannt, ist ein Verlangsamen und von dem kann man sich relativ easy darauf verlassen. Also wenn man jetzt ein bisschen im Stau ist oder im Stoßverkehr oder auf der Autobahn, funktioniert der adaptive Tempomat sehr gut und ist einer der besten, die ich bisher angetroffen habe. Einfach von der Charakteristik, die er hat, weil er einem immer das Gefühl gibt, ich habe es im Blick, ich bin schon am Bremsen, ich schaue es an. Was bei dem Auto nicht so gut ist, einerseits, dass es nicht super viele Features hat, und andererseits auch das Bedienkonzept von gewissen Features. Also es wird vieles über das zentrale Drehrad gesteuert, ist relativ stark menülastig. Für mich persönlich, mich stört es, dass es keinen Zurück-Button hat, sondern man kann quasi mit dem Drehrad nach hinten klicken, was auch nicht so 100% intuitiv ist. Und das Drehrad selber fühlt sich jetzt auch nicht super wertig an.
Da hätte jetzt, glaube ich, mit ein bisschen anderen Materialien durchaus einen besseren Eindruck können machen. Wie alle modernen Alphas hat auch die Giulia den DNA-Wählschalter. Das ist eigentlich ein Fahrmodusschalter, wo man zwischen 3 Modi auswählen kann. Das erste ist D, das ist Dynamic, das ist der sportlichste Modus. Dann gibt es den Natural, das ist so ein bisschen Normalmodus. Und dann gibt es All Weather, das ist halt für wenn das Wetter mega schlecht ist oder für wenn man irgendwie mega Sprit sparen will. Und es ist auch erstaunlich, wie stark die Fahreinstellung die Charakteristik des Autos ändert. Während man zum Beispiel im Dynamic-Modus hängt der Motor extrem gierig am Gas. Also jeder Kraftstoß wird auch sofort umgesetzt. Wenn man auf Natural schaltet, dann ist das Ganze ein bisschen gemächlicher. Also man ist es animiert einen eher zum Cruisen, die Automatik schaltet auch ein bisschen früher, hebt die Gänge nicht mehr so lang. Oder? Und wenn man im All-Weather-Modus ist, dann muss man das Gaspedal schon richtig abdrücken, damit das Auto ein bisschen Fürsche fährt. Das ist so fast ein bisschen ein Kampf mit dem Auto. Quasi, dann sagt das Auto, ja nein, ich will Sprit sparen oder keine Ahnung. Nicht unbedingt der Modus, der die Fahrfreude unterstützt. Ich selber bin meistens in Dynamic unterwegs, weil das ist eine Freude, wie schnell das der Dieselmotor anspricht und es hat kein Turboloch. Also es geht wirklich, sobald man das Gaspedal antippt, dann geht es gerade Fürsche. Und das habe ich bei einem Turbodieselmotor jetzt auch noch nicht so oft erlebt, beziehungsweise gar nie. Das ist schon nicht schlecht. Nicht schlecht. Die Giulia hat grundsätzlich ein schönes Interieur. Es ist relativ clean, minimalistisch, also man hat nicht zu viele Funktionen, man hat auch kein Touchscreen, es läuft alles über das Drehrad. Aber es ist schön gestaltet, es ist schön geschnitten, die Sportsitze sind bequem und sehen super gut aus. Und man hat auch vorne, die Sitzposition ist wirklich gut. Wo die Sitzposition ein bisschen weniger gut ist, ist im Heck. Also als Erwachsener würde man dort nicht wirklich sitzen, weil es ist beengt, man hat wenig Knieraum, man hat wenig Kopfraum. Ja. Alfa Romeo macht es relativ deutlich, dass der beste Platz in ihren Autos vorne links ist, weil das Auto mit den Sportsitzen, die elektrisch verstellbar sind, hat auch eine sogenannte Easy Entry Funktion. Das heisst, wenn man das Auto abschaltet und die Türen aufmacht, geht der Sitz ganz hinten, damit man einfacher ein- und aussteigen kann. Blöd ist einfach, wenn jemand hinten sitzt, weil ja, der wird dann eingeklemmt, weil er nicht rechtzeitig aus dem Auto flüchten kann. Das Auto ist im Jahr 2015 angekündigt worden, zum 105. Jubiläum der Marke Alfa Romeo. Jetzt werdet ihr denken, wieso feiert man 105 Jahre Jubiläen? Das kommt nicht ganz von ungefähr, weil 105 ist eine Typenbezeichnung von der ersten Alfa Giulia von 1962. Von dem her war es nur passend, dass man quasi zum 105. Jubiläum quasi eine Neuinterpretation vom Alpha-Typ 105 Giulia herausbringt. Und ganz ehrlich, ist der Name Giulia nur eine Marketinggeschichte oder verkörpert das Auto wirklich die Tugenden vom originalen Fahrzeug? Ich würde sagen, absolut. Mir erinnert das Auto ein mehr als nur einen Weg an die Original Giulia, weil Giulia von 1962 ist auch das Auto, das wie kein anderes den Begriff sportliche Limousine definiert hat. Und das Auto ist meines Erachtens auch in seiner Klasse ungeschlagen. Also die Fahrfreude, die man in diesem Auto verspürt, die haben wir in keinem anderen Auto. Das Auto handelt extrem gut und wie die Original Giulia ist das Auto auch relativ knapp geschnitten. Das heisst, im Innenraum haben wir jetzt nicht wahnsinnig viel Platz, der Kofferraum ist okay, nicht riesig. Aber wie die Original Giulia ist auch das Auto auf den ersten Blick nicht wunderschön. Ich weiss, ich werde mir jetzt den Zorn von der Alfisti einhandeln, aber die Original Giulia ist auch objektiv gesehen auf den ersten Blick nicht das Auto, wo man sagt, wow. Aber es ist ein sehr interessantes Auto vom Design her und ein Auto, das auch über die Jahrzehnte interessant geblieben ist. Und ich denke, bei diesem Auto wird es ähnlich sein. Es ist nicht auf den ersten Blick mega schön, aber es ist interessant und ich denke, es wird über die Zeit wird's gut heben. Der Name Giulia ist auch deshalb gerechtfertigt, weil Alfa Romeo mit dem Auto seit gut 25 Jahren nach dem Alfa 75 wieder eine Limousine mit Heckantrieb herausgebracht hat. Ironischerweise ist das Fahrzeug, das ich jetzt teste, zwar mit Allradantrieb ausgestattet, aber immerhin ist ein Allradantrieb, der sich ein bisschen wie ein Hecktriebler fährt und wo auch meistens die meiste Antriebskraft hinten ist. Alfa Romeo hat sich in vielerlei Hinsicht von BMW inspirieren lassen. Aber gewisse Sachen hätte jetzt meines Erachtens auch nicht kopieren können. Zum Beispiel der blöde Blinkerhebel, der nicht einrastet.
wo man einfach immer wieder mal drücken und schauen, nicht zu fest drücken, wo man einfach kein haptisches Feedback hat, ob jetzt der Blinker eingeschaltet ist oder nicht. Das finde ich extrem nervig und beim Scheibenwischerhebel haben sie nochmal genau die gleiche Geschichte gemacht. Ich bin auch kein Fan von dem phallusartigen Automatik-Wählhebel, der da verbaut worden ist, weil wie auch der Blinkerhebel rastet der nicht ein. Und zudem muss man immer das Knöpfchen hinten dran drücken, um auf D schalten oder auf R. Man kann oftmals auch daneben drücken und dann statt, dass man auf D geschaltet hat, ist man in neutral. Dann gibt man Gas, dann hüllt der Motor auf und man kommt nicht vom Fleck. Das sieht man auch noch wie ein Vollidiot aus. Also ich denke, da geht besser. Ich kann es eigentlich gar nicht genug oft erwähnen, wie gut das Auto echt zum Fahren ist. Ich bin ja normalerweise eher so Sportwagen gewöhnt aus meinem privaten Alltag, aber das Auto, das macht einfach Spaß. Also, es handelt super gut. Okay, der Dieselmotor ist jetzt nicht so der Riesenreisser, aber für einen Dieselmotor fährt er wirklich gut. Ich meine, es ist ein 2,2 Liter. Alpha nimmt einen 2,2 Liter, eigentlich ist es ein 2,1 Liter, weil er hat 2143 Kubikzentimeter. Weil zumindest, ich habe in der Primarschule noch gelernt, das tut man abrunden, aber das italienische Schulsystem ist vielleicht ein bisschen anders. Auf jeden Fall, für einen Diesel fährt er wirklich sehr gut, sehr linear vor allem. Und ja, unterstützt mit dieser super Lenkung, mit dem tollen Fahrwerk. Das ist ein richtig gutes Auto. Ein Alpha mit Dieselmotor und Automatik. Dazu muss ich einfach sagen, gut gemacht, Alfa Romeo. Ich bin gespannt, was als nächstes kommt.